Nach 800 Kilometern durch den Norden Paraguays und den wilden Chaco sind wir froh, ein paar Tage in Asunción zu verbringen. Außerdem besuchen wir Freunde in Argentinien und müssen uns dort dem Kampf um Leben und Tod stellen. Es ist Neugier, die uns treibt, die Ferne, das Unbekannte. Die Freiheit, mit den Jahreszeiten zu reisen. Aktuell sind wir in Südamerika. Willst du mit uns einen ganzen Kontinent entdecken? Dann buch jetzt dein Ticket. Was kostet das? Nichts natürlich, ist gratis. Na dann, bin ich dabei. Wir erreichen Asunción über die ganz neue Brücke, die erst im März 2024 fertiggestellt worden ist. Sie führt über den Rio Paraguay und verbindet die Städte Asunción und Neue Asunción. Este es para el DDR. Sehr bueno. Also DDR ist hier der Mate-Tee, die trinken den kalt und dann wird der mit so die Zutaten wie Ingwer, Zitrone, Orange gemacht und schmeckt richtig lecker, richtig erfrischend, geiles Getränk. Wir bleiben einige Tage in Asunción, die wahrscheinlich kältesten Tage des Jahres. Wir verpassen natürlich nicht die Chance, das Haus der Unabhängigkeit zu besuchen. Ein einfaches Haus mit großem historischen Wert. Hier haben sich die Unabhängigkeitskämpfer getroffen, bevor sie vom spanischen Gouverneur die Unabhängigkeit gefordert haben. Mate del siglo XVIII, nel 1700 era come Es ist Samstag. Samstag, ganz normaler Geschäftstag. Normalerweise? Normalerweise könnte man jetzt einkaufen gehen, wir brauchten eine neue Hose, aber jetzt kommt's. Die Paraguayos sind total cool. Heute regnet es. Also es regnet heute und weil es regnet, ist zu. Also wir haben Esto es una teoría del policista, porque he preguntado a un policista por qué está todo cerrado y él dijo, supongo porque es la lluvia, normalmente son abiertos, entonces autogestión probablemente de la tienda. Also jeder entscheidet selber und irgendwie sind die sich aber eins darüber, wenn Regen ist halt zu. Und es ist wirklich alles zu, es hat kein Geschäft offen, wir können nicht, es geht nicht, man kann halt nichts einkaufen gehen, na egal, dann eben beim nächsten Mal. Weiter, komm. Als wir die Straße überqueren wollten, pfeift ein Polizist nach uns und erklärt uns, dass wir besser nicht weiter geradeaus laufen sollten. Dort ist es für uns zu gefährlich. So, porque es extremadamente frío y no hay nada que hacer afuera, vamos a comer. Comemos especialidades paraguayas. Also zur Erklärung, die Disc, das ist Mbiju, das ist das älteste oder eins der ältesten Guarani-Rezepte. Und zwar ist es Maniok, mit Käse und dann in der Pfanne gebraten. Und die Suppe, die wir uns bestellt haben, das ist die Suppe vom Surubim, das ist ein Süßwasserfisch. Und ja, der ist total mager und die Suppe soll total lecker sein, das hat uns jemand empfohlen. So, jetzt sind wir gespannt. Guten Appetit! Guten Appetit! Und wie ist es? Sehr lecker. Super, super lecker. Am nächsten Tag fahren wir zur argentinischen Grenze. Das sind von Asunción nur 30 Kilometer. Estamos en la colita a la frontera entre Paraguay y Argentina.
Hemos salido de Asunción. Der Witz ist, ich glaube, man kann auch drin sitzen bleiben. Die erste Grenze, in der wir wahrscheinlich sitzen bleiben können und nicht rumrennen müssen. Auch nicht schlecht. Ja, sieht ganz danach aus. Auf jeden Fall fahren wir jetzt nach Argentinien und wir treffen dort Eduardo. Wer uns verfolgt, weiß, wer Eduardo ist. Und wir freuen uns da total drauf. Unser Kumpel aus Buenos Aires. Und, la primera persona que hemos conocido en Buenos Aires. Genau, den ersten. En Südamerika en general. Genau, den ersten Menschen, den wir in Südamerika kennengelernt haben. Der hat neben unserem Airbnb, wo wir geschlafen haben, ist der sozusagen Portier. Und naja, guckt einfach mal hier oben, da ist das Video, als wir angekommen sind in Buenos Aires, könnt ihr mal gucken, da ist der Anfang unserer Reise und da ist auch Eduardo. Genau, den treffen wir in Formosa, weil da kommt seine Familie her und der wollte uns seine Heimat zeigen und da freuen wir uns total drauf, weil der weiß nun mal, was man da machen kann, wo es da schön ist und was man da erleben kann. ¿Cuánta gente? Ja. So, ihr seht ja, ich habe die Schrauberbrille wieder auf. Das hat auch seinen Grund. Wir haben ja beim letzten Mal eine Lichtmaschine eingebaut, die nicht so richtig passt und so ein bisschen abenteuerlich hier reingezwickelt. Das hat auch bis gestern gut gehalten und gestern dreht uns halt der Keilriemen durch. Und wenn der durchdreht, lieber schnell wechseln, weil sonst reißt er ja nun mal, wenn er heiß wird. Und das wollen wir ja nun nicht. Und die abenteuerliche Reparatur, die zeige ich euch jetzt mal, die ist echt der Knall. Das hat halt funktioniert, ja, wir sind so weggekommen. Guck mal, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, da ist der Schnellspanner und wir haben da einfach eine Schraube durchgejagt, eine Mutter drunter geklatscht und dadurch drückt diese Lichtmaschine eben nach oben und ja, dadurch konnten wir den Keilriemen halbwegs spannen, aber der ist mir jetzt einfach zu locker und jetzt nehmen wir die raus und packen die neu renovierte Lichtmaschine von uns da unten rein. So, auf der Schraube lag die Lichtmaschine auf, das hat ja auch bis hierher gut geklappt, aber das Provisorium kommt jetzt raus. Alle Schrauben gelöst, Batterie abgeklemmt natürlich vorher und jetzt kommt die letzte Schraube noch raus und dann müsste ich die Lichtmaschine einfach rausnehmen können und gegen die neue ersetzen und dann sollte der Riemen auch wieder richtig sitzen, weil jetzt ist der einfach 1 Zentimeter zu lang oder sogar 2 für die Konstruktion hier und mit der originalen Lichtmaschine passt es dann wieder. Da ist er! So, das alte Ding ist raus. Hat uns ja schön nochmal hier, naja, wenigstens 200 Kilometer über die Grenze gebracht. Und die behalten wir uns jetzt als Ersatzteil sozusagen. Falls irgendwie wieder sich das Ding festsetzt, haben wir noch eine Lichtmaschine und können sozusagen immer schön weiterfahren. Wiegt zwar viel, aber ich halte es für sinnvoll. Ja, unsere originale Lichtmaschine, die ist eben mit so einem Schnellspanner, also mit so einem Federsystem unten drunter und dadurch kann die nicht locker werden, also der Riemen kann nicht locker werden, sondern die spannt eher immer nach. Also wenn die Schraube aufgeht, kommt da mehr Druck drauf und das Ding muss da jetzt wieder rein und dann sollten wir auch hoffentlich das wieder zusammengebaut kriegen, weil da muss ganz schön viel Druck drauf. Also man muss jetzt ganz schön pressen, um den Keilriemen dann irgendeine Art und Weise rüber zu kriegen. Aber ich habe einen Trick, das geht, indem man ein Zündschloss umdreht. Wenn er in der richtigen Position sitzt und man einmal kurz am Zündschloss dreht, dann zieht er sich normalerweise drauf. So, und hier ist sie. Das ist die neue, überarbeitete Lichtmaschine und schaut euch die mal an, wie schön die aussieht. Also echt total cool, wie neu. So, das Ding kommt jetzt da rein mit dem Schnellspanner hier unten drunter. Und dann sind wir wieder up to date wie vorher. Also Lichtmaschine sitzt wieder. Und wie ich schon gesagt habe, das ist echt ein Problem mit dem Spannen. Also mit Alessandra zusammen mit den Werkzeugen, die wir haben, kriegen wir das nicht hin. Deswegen sitzt der Riemen jetzt hier noch so. Ihr seht ja, der sitzt jetzt nicht drüber. Und ich mache jetzt einfach mal das Auto an. Also nicht an, sondern ich ziehe nur am Starter. Und 2 Runden sollten ja wohl dick ausreichen, um den Scheißgurt da reinzuziehen. Also das machen wir jetzt. Drückt uns mal die Daumen, dass das klappt. Wer sitzt? Der Keilriemen. Perfekt. Mit einem kurzen Zack ist das Ding drin und das ist wirklich der einfachste Weg, das mit so einem Schnellspanner zu machen. Sonst müsste man da mit einer Zange irgendwie diese Lichtmaschine bewegen. Aber die haben wir nun mal nicht und nicht genug Power gemeinsam und der Motor macht das. Cool, läuft. Also das hier ist kein Kacke-Prank, sondern
guckt mal hier oben. Hier hat sich der Staub angesammelt durch unsere Fahrt in Paraguay. Und der ist heute durch Regen transformiert zu Schleim, also zu Lehm. Und es geht auch nicht ab. Es ist ganz übles Zeug. Also richtig krasser Scheiß hier. Also ich mach die Kacke jetzt da weg. Ja, heute ist Feiertag, Dia de la Virgen, also der Jungfrau. Und wir sind in Famosa, direkt hier an so einer kleinen Lagune. Und es ist total schön. Alle spielen hier, die Kinder spielen, die Familien sind draußen, genießen den schönen Tag, weil es echt schön warm geworden ist. Aber wisst ihr, was krass ist? Wir haben ja so ein anderes Verständnis von Gefahr oder Nicht-Gefahr. Also definitiv komplett anders, als die Argentinier haben. Und guckt euch das mal an. Der Strand ist voll mit Leuten. Ja, alles voll mit Menschen. Und die spielen, die Hunde spielen. Alle sind hier frei, machen, was sie wollen. Und jetzt kommt etwas echt Krasses. So, und zwar direkt vor dem Strand. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Sowas in Deutschland, da wäre ja Alarm, da wird es ja richtig abgehen. Da käme das technische Hilfswerk, alle kämen und würden in irgendwie sozusagen den Problembären jagen. Das müsst ihr euch echt mal vorstellen. Also direkt vor dem Strand hier, wo alle spielen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Aber dort im Wasser, da ist ein Krokodil. Und zwar so ein 3 Meter Hoshi. Direkt dort. Und es lauert da und wartet wahrscheinlich auf den ersten Hund, der ins Wasser geht und das Krokodil sozusagen füttert. Unglaublich. Ja, das muss man sich halt einfach mal vorstellen. Und die Argentinier, mit denen ich gerade gesprochen habe, die sagen, ja, das will halt einfach raus, das will sich sonnen, weil das Wasser so kalt ist und das braucht halt ein bisschen Wärme. Also ich hatte keine Angst vor Krokodilen. Ja, also, aber wir würden halt, würde das bei uns im Badesee sein, ja, der wäre aber High Life angesagt, also schier unglaublich. Und hier stehen sie alle da und bewundern es sozusagen und die Kinder auch und ne, echt cool. Und wie gesagt, der Strand ist voll, das ist so ein richtiger Ausflugsort hier. Wir sind hier in Piranesi und hier hat uns ja Eduardo eingeladen und da freuen wir uns schon ganz lange drauf. Das ist von hier 5 Minuten. Wir wollten die Hunde noch mal laufen lassen, da sind wir aber auch gleich da. Und mit ihm fahren wir dann zu einem Fluss und wollen dort ein bisschen wild campen und uns einfach gut gehen lassen. Jetzt kommen noch mal 3 richtig heiße Tage, bevor hier der Winter einsetzt. Also war schon tagisch richtig kalt, aber ihr seht ja, es ist jetzt endlich wieder warm. Und ja, das machen wir jetzt. Und dann werden wir auch seinen Bruder kennenlernen, seine ganze Familie, da freuen wir uns sehr drauf. Und Eduardo ist mein Grillmeister, wirklich. Also Eduardo ist derjenige, den ich anrufe, wenn ich wissen will, wie man ein Stück Fleisch brät. Weil der hat einfach einen Plan und die Sachen, die er macht, die sind so dermaßen lecker. Das wird sicherlich sehr interessant. Ich denke, er hat schon im Vorfeld gesagt, dass er Hunger hat. Also wir sind gespannt, was es zu futtern gibt. Die Familie von Eduardo nimmt uns mit und zeigt uns einen Ort, an dem sie viel gemeinsame Zeit miteinander verbracht haben. Der Río Bermejo kommt aus Bolivien und fließt in den Río Paraguay. In der Regenzeit ist er doppelt so groß wie jetzt. Cuando ya está un poco que se empieza a poner vieja, tiene esto. Okay. ¿Y se tiene que quitar esta No, parte no, no o pasa si nada. No. Si querés lo quitas así un poquito. Okay, vale. Pero cuando está más vieja, esto ya tiene acá también. ¿Y este no es más comestible? No, ya es feo gusto. Tiene.
pizzaiolo. Impressionante. Se llama torta parrilla. Torta parrilla. ¿Y Sí, se hace con harina de trigo, grasa, sal y nada, con agua. Wow. Se hace una masa. Ahora vas a probar. Algunas lo hacen también rellenas. Hacen como, le ponen jamón, queso adentro. Y ahí después, como una empanada grande. Wow. Puede ser para la comida o si no para tomar el desayuno, café o... Auf der anderen Uferseite steckt eine Kuh im Schlamm. Wenn ihr keiner hilft, wird sie sterben. Cuando Se está puede con pala. mi hijo le va a ayudar. Él dijo que quería salvarla. Björn und die anderen fahren mit dem Kanu auf die andere Seite vom Fluss. Sie wollen versuchen, die Kuh vor dem Tod zu retten. Vielleicht klappt es ja mit dem Abschleppseil und unserer Handbinde. Um bis zu dieser Kuh zu kommen, müssen wir durch knietiefen Schlamm laufen. Es ist ein klebriger Ton, der dieser armen Kuh zum Verhängnis wurde. Die Kuh ist von einem der Bauern hier in der Gegend und steckt mit allen 4 Beinen tief im Matsch. Esperamos que no es demasiado tarde porque dijeron que está ahí hace 4 días. Supuestamente creo que no tiene mucha más fuerza. Malicia, hier. Mali. Wir haben die Hoffnung, sie zu befreien. Es sind mehr als 30 Grad, deshalb übergießen wir sie mit Wasser und hoffen, dass die Kuh noch genug Kraft hat. Camiseta ahí es de Alemania. Venimos de bastante lejos. Usted está aquí, ¿no? Parrillando también. En la cabeza no podemos ver más. No, porque no podemos mover el cuerpo. No, fijo. Ja. Wir holen dich jetzt da raus und du musst mitmachen. Hast du gehört? Du musst kämpfen. Fight! Lucha! So, wir haben es jetzt 2 Stunden probiert bisher, wir kriegen die aber nicht raus, oder besser gesagt, die macht nicht mit, die ist einfach fertig, die ist hier wohl seit 4 Tagen schon und wir können die halt nur nicht liegen lassen, also wir halten es nicht aus, die von der anderen Seite zu sehen, wie die hier langsam stirbt. Jetzt ist aber so, dass die schon so schwach ist und dass die sich einfach nicht mehr bewegt und wir haben jetzt schon echt alles gegeben, aber bewegt sich halt nicht. Also die Hinterfüße bewegt sie gar nicht, die Vorderläufe so ein bisschen. Und jetzt versuchen wir sie mit dem Bautenzug hier, also mit der Seilwinde hier nach oben zu ziehen. No, pero se va a ir más o va a ir. Ahí tener un rato.
Wenn sie selbst nicht will, dann kriegen wir es nicht hin. Sie muss sich wenigstens ein bisschen bewegen. Jetzt komm! Los, jetzt hopp! Hopp, hopp, hopp! Frei ist sie. Alle 4 Beine sind frei, die liegt nur noch auf der Seite, aber sie bewegt sich nicht. Ja, wir müssen leider aufgeben, wir schaffen es nicht. Die kommt nicht raus, die will nicht mehr, die hat auch keine Kraft mehr. Das sind jetzt 4 Tage, die wohl im Schlamm steckt. Wir geben auf, wir überlassen sie ihrem Schicksal. Ja, sagt mal Tschüss. Ciao. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Mach's gut. Tschüss. Buenos días. Buenos días. ¿Qué haces? Vamos a preparar un cocido quemado. Yerba mate. Un poco de azúcar. Y ahora Wow. Qué humo, mira. ¿Olé? Wow. Ahora sí le echamos el agua caliente. Esto es agua hervida. Der gebrannte Mate war super lecker und ist der perfekte Kaffeeersatz. Die Brühlaffen beobachten uns den ganzen Tag. Das Interesse ist gegenseitig, denn auch wir können nicht aufhören, sie zu beobachten. Mali und Wilma sind sich noch nicht ganz sicher, was sie von den Hafen halten sollen. Balika? Wir sind Eduardo echt dankbar, dass er uns diesen Ort hier gezeigt hat, weil das ist hier wunderschön, das ist mit den Affen, das ist so total cool. Hier springen dir die Affen über den Kopf und wollen aus der Hand fressen. Und direkt an diesem riesen Fluss, ich meine, traurig, dass die Kuh draufgegangen ist, aber
Nichtsdestotrotz, ich habe ja alles probiert. Kann man dann auch nichts machen. Ja, und das war eine schöne Zeit hier. Und wir haben gerade eben von den Besitzern des Campingplatzes die Tortillas, frittierte Tortillas bekommen. Das war so lecker. Und die machen uns jetzt noch welche zum Mitnehmen, die sind so süß. Na, jetzt geht auch hier die Zeit zu Ende. Wir fahren heute noch mal zur Familie von Eduardo. Die haben noch ein Geschenk für uns. Und dann geht es morgen nach Formosa und, ja, und wieder nach Paraguay. Wir sind in Paraguay noch nicht fertig und wir haben da noch einiges vor. Ja, aber jetzt nochmal tief durchatmen und den letzten Atemzug Argentinien genießen. Aber wir kommen ja wieder. Wir sind ja im Oktober, November spätestens wieder hier. Ach, und es ist wunderschön. Also der Fluss ist echt klasse und so ruhig. Und wenn man abends die Affen brüllen hört, denkt man, da kommt eine Zombieherde angerannt. Echt klasse. Muchas gracias. Muchas gracias. Oh. Vero. Hemos pasado muy bien. Vero, muchas gracias a ti, tu familia y todo como bueno nos han tomado. Muchas gracias. Cuando gusten, acá vamos a estar, así que... Siempre otra vez. Als wir losfahren, entdecken wir diese Schlange. Sie ist zum Glück nicht giftig. Es ist eine falsche Korallenschlange. Die echte Korallenschlange wäre sehr giftig. Also, das hat uns die Familie von Eduardo gemacht. Ein Bierkühler mit Bus. Danke, ihr zwei. Danke, danke, genau. Y lo hizo el hijo, Johnny. Ah, Johnny. Hijo lo hizo. Johnny, el papá de Wow. Thiago. Que ayer me preguntó la letra y todo. Wow. Hermoso, gracias. Wirklich, danke. Das war eine echt total klasse Woche mit der Familie von Eduardo. Wir hatten super viel Spaß, das war familiär, wir waren mit denen an Orten, wo man sonst als Tourist gar nicht hinkommt, sondern da, wo einfach nur die Argentinier sind. Wir haben Pampelmusen geerntet, ach, das war richtig schön, das hat richtig viel Spaß gemacht, auch wenn die Kuh nicht überlebt hat. Jetzt sind wir auf dem Weg zurück nach Paraguay, weil wir sind mit Paraguay noch lange nicht fertig, wir haben nur den Norden bisher gesehen und der Süden ist ja eigentlich die besiedelte Ecke. Wir sind da verabredet, das geht auf in die deutschen Kolonien nach Independencia. Da freuen wir uns sehr drauf. Und jetzt haben wir noch so eine Viertelstunde, dann sind wir an der Grenze und dann sind wir zurück in Paraguay.